Ja, hallo, hier ist wieder Klaus mit dem Profil Emma. Heute habe ich einen roten Sitz sogar. Sitze auf dem Fahrstuhl. Also, ich fahre nach München. Eine Tour nach München, weil das fehlt mir noch. Auf geht's. Die deutsche Stadt da in der Nähe von Genf, die möchte ich doch noch haben. Und dann fahren wir jetzt von Stuttgart nach München. Und los geht es. Was sagt der hier? Egal, kein Kontakt. Wir fahren also wieder 2 Sektoren. Ja. Das ist die zweite wertvolle Tour, die zweite wertvolle Fracht. Damit ich also da müssen wir raus. Und dann Biege nach links ab. links runter. Sieht aus hier. Da kommt einer. Und da haben wir frei. Okay. Also es geht nach München. Und von Stuttgart aus. Ja, 4.000 Euro ist nicht so viel, aber immerhin vielleicht 1.000 Euro verschenkt, aber ich wollte eine neue Stadt haben, München, eine weitere Stadt. Ich denke, je mehr Städte ich habe, desto mehr Auftragsangebote habe ich auch. Demnächst links abbiegen. Weil jede Stadt hat irgendwie so Biege nach links ab. ein Auftragsangebot. Und Linz zum Beispiel, Bratislava. Und da bekommst du dann was. Und jetzt München, ja, der Raupe nach München bringen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus. Da hinten hoch dann gleich, ne? Ja, okay, also es geht nach München mit einem langen Anhänger, mit einer hochwertigen Tour. Die zweite hochwertige Tour, die ich jetzt mache, um dann den zweiten Punkt zu bekommen. Das wird nicht ausreichen. Ich weiß nicht, ob ich da 3, 4 oder 5 brauche. Bei der besten Fahrt brauchte ich 5 Touren. Und jetzt müssen wir mal sehen. Ja, es sind kleine, kurze Touren. Das ist bewältigbar. Ja, also das Unternehmen von Emma entwickelt sich gut. Emma hat 66.000 am Konto und hat schon eine neue Frau eingestellt, eine neue Fahrerin, eine neue Mitarbeiterin Nummer 3. Hat aber für die Mitarbeiterin noch keine LKW.
Der LKW muss erst gekauft werden und dann arbeitet er mal jetzt. Und ich weiß nicht, ob die Leute hier vielleicht auch den LKW dann nutzen können, wenn einer schläft. Der eine schläft und dann kann der andere dann in der Zwischenzeit fahren. Ob das geht, weiß ich nicht so genau. Müssen wir mal sehen, ob das klappt. Dann hätte ich quasi 2 Schichten, dass meine Leute in 2 Schichten fahren könnten. Also wenn der eine schläft, übergibt den LKW an den anderen und das wäre auch eine Möglichkeit. Wieder eine Innovation. Dann könnte ich ja noch einen zweiten Mann anstellen. Dann können die sich quasi die LKWs teilen. Oder mitfahren. Dann fahren die vielleicht auch erstmal mit. Solange ich keinen LKW habe, fahren die auf den anderen LKWs mit. Also ich habe jetzt eine Frau, die hat 1,7 und ich könnte auch noch einen weiteren Mann anstellen. Und, der hat dann auch 1,7. Aber da haben wir dann keinen LKW. Ja. Okay. Ja. Also schöne Strecke wieder. Nach München. Von Stuttgart. Also von Baden-Württemberg nach Bayern. Und in die Landeshauptstadt von Bayern. Ich habe noch 100 Kilometer. Was haben wir da? Felsen? Oh, welche Felsen haben wir da? Immer geradeaus. Okay. Also bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ob die neue, die sich da ein LKW schnappt, wenn der frei ist, und die sich dann den austauschen untereinander. Dann würden ja die LKWs besser genutzt werden. Aber die hat so noch einen Garagenplatz, die hat noch keinen eigenen Garagenplatz. Wie heißt die überhaupt, die neue Frau? Die ist eine 1,7. Eine 1,7 Frau. Und die hat schon unterbrechliche Fahrt gemacht. Und die hatte einen Schein. Also das heißt vielleicht auch, dass man Leute spezialisiert, dass die dann erstmal unterbrechliche Fahrt machen kann. Die kann dann, die müsste gleich Geld bringen mit den 2-mal unterbrechliche Fahrt.
müsste die gleich gute Geld bringen. Da geht natürlich. Müsste ich mal rüber hier. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus. Ja, machen wir. Also von Stuttgart nach München. 4.000 Euro für ein langes Gerät. Ja. Jetzt fahren wir hier rechts rüber. Hier geht es nach München, ja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. 17 Kilometer haben wir noch. Biege nach Da rechts sind ab. wir ja schon da. Hurra. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Fahr ich viel zu schnell? Ja. Ich fahr zu schnell. München heißt 50. Also fahren wir 50. Okay. Vielleicht sollte ich mal die Warnung einstellen beim Fahren. Den Warnton. Achte auf deine Geschwindigkeit oder so ähnlich. Damit ich weiß, wann ich zu schnell bin, wann nicht. Weil bei den kleinen Touren habe ich es nicht so eilig. Immer geradeaus. Also Stuttgart-München. War das jetzt? Damit komme ich auf 70.000. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hier schon. Ja. Hier muss ich rein. Wir sind fertig. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Tank geladen habe. Okay. Okay. Absetteln. Was sagt er? Level, Level 10 bringt also 447 Euro. Okay. Und jetzt sind wir 70.000. Und sieht das beim LKW-Manager aus? Nee. LKW-Manager. Nicht LKW-Manager, LKW-Händler. Da, LKW-Händler. Und dann haben wir Bewegung. Haben wir DAF. Was haben wir hier mit DAF hier dauernd?
Ja. Ich kann nur DAF kaufen irgendwie. Ich will aber gar keinen DAF kaufen. Ich brauche einen weiteren LKW, aber 70.000. Okay, weiter du machen. Ich möchte noch mal sehen, was meine Leute machen jetzt. Die neue Frau, da hat Tina T. Was macht die jetzt? Ausgeglichen, die kann den zweiten ADR machen. Sich auch vorbereiten, den zweiten ADR. Und wenn die anderen schlafen, kann sie sich dann den LKW von denen werfen. Oder die kann auch eine Fernfahrt machen. Ich könnte auch die erste Fernfahrt machen. 1,7 Frau kann auch Fernfahrt machen. Und Johann ist aufgestiegen. Wie ist es noch im letzten Jahr? Der hat den zweiten Fernfahrt gemacht. Jetzt macht er den ersten wertvolle Fracht. Bitte. Der welche Fahrt den ersten, ja. Und die Simone F. Oh, haut durch. Simone F. startet durch. Was macht sie? Die macht den zweiten ADR jetzt. Nüsse nach Genf. Nüsse nach Genf, ja. Sollte nicht ADR machen, aber nicht weiter eins, sondern vielleicht auch hier einen weiteren Schein machen. Hochwertige Fracht vielleicht fahren. Hochwertige Fracht, weil sie dann noch keinen hat. Dann hat sie alles mal durch. Und der Johann macht jetzt welche Fahrt, dann macht der Justin Time und so weiter. Der könnte auch einen Justin Time machen. Der könnte der welche Fahrt machen, gut, und dann macht er das ja weiter gut. Und die Tina macht jetzt Fernfahrt, die erste Fernfahrt vielleicht, sobald es dazu kommt. Also, die habe ich ja eben hingestellt, die kann nichts machen, die Frau. Also, wie heißt sie überhaupt? Tina. Also die Tina. Okay. Was hat der LKW jetzt? Der LKW. Also die Frau verdient ja nicht so lange meine Garage. Jetzt haben wir also Garage groß, jetzt haben wir also 4 Fahrer und die hatten nichts gebracht hier. Farbe ruht sich aus, ja. Gut, da bin ich auch schon bei 58% jetzt. Bei den gleichen Plätzen. Und wie sieht der ökonomische Erfolg aus? Der Profit ist geteilt durch eine Nase mehr. Okay. Und was ist die Arbeitsagentur?
Dann war 1,5, 0,8. Das Detail brauchen wir nicht. Ich brauche einer, der Geld bringt. Und der Simon, der Ausbeet, der Marcos Fernfahrten gemacht, ja schön, aber auch guter Mann. 1,7 Mann, eine neue. Und den könnte man spezialisieren vielleicht dafür. Ja, aber momentan kann ich mir den noch nicht leisten. Oder doch, ich stelle den einfach schon mal auf Bedarf ein. Einstellen. Okay. Ja, dann kommt der dahin. Okay. Jetzt haben wir also einen neuen Mann. Ich zwar neue Leute eingestellt, aber keine Fahrzeuge. Fahrzeuge kommen später. Können Sie sich erstmal dann gewöhnen an das Klima hier. Das ist der Marus. Der Marus, der ist also ausgeglichen. Und was soll der machen? Der könnte dann, der macht das mal Ruhe, der macht das nichts, der kostet ja kein Geld. Okay. Und dann, was kostet der Maus eigentlich, wenn ich ein paar Fahrer habe? Der läuft dann erstmal mit. Und Fahrmanager. Tina und sind im Leerlauf ausgeglichen. Der soll diese Fernfahrt machen. Okay. Und der Maus, der macht dann auch Fernfahrt. Der hat schon einen Fernfahrer und dann macht er vielleicht noch einen zweiten. Er könnte sich auch auf den ersten ADR vorbereiten. Oder auf den ersten da. Die erste Fracht vielleicht. Die erste hochwertige Fracht. Mit 1,7 sollte es möglich sein. Okay, hochwertige Fracht. Und er macht dabei Skifahrt. Und Simona macht hochwertige Fracht. Und okay, haben wir soweit. Und was hat mein Auftrag? Ich brauche einen neuen Auftrag, 70.000 schnelle Aufträge. Was bekomme ich hier angeboten? 6.300. Her damit. Her damit. Was haben wir da? Budapest Bratislava. Ja, bringt immer gutes Geld, machen wir. Auf da nehmen. 6.000 können wir gebrauchen. Ja, nehme ich jetzt auf, oder? Ja. Okay. Was habe ich geladen? Ach, was ist das denn hier? Autos? Autotour? Wobei, deswegen war das so teuer. Okay, haben wir also einen Autotransport und dann fahren wir damit los. Fertig zum Losfahren. Der soll also nach Bratislava, ne? Oder? Wie sollte der hin? Luxus-SUVs nach Bratislava. Luxus-SUVs, was es alles gibt.
Luxus-SUVs, eine wertvolle Fracht, ja. Dann müssen wir mal fahren, sehen wir, dass wir da vorsichtig fahren. Jetzt muss der hier gleich rechts fahren. Luxus-SUVs. Biege nach rechts ab. Okay. Haben wir. Also auf nach Bratislava, glaube ich, ne? Luxus-SUVs. Immer geradeaus. Okay. 250 Kilometer. Haben wir wieder einen Autotransport. Und diesmal aufpassen, dass ich hier nicht gleich wie ein Knöllchen mir hole. Hier ist ja wieder die, genau, hier ist die Anlage. Der warnt mich sogar. Was darf ich denn fahren hier überhaupt? Ich darf noch weiterfahren. Da haben wir eine Kamera. Da haben wir auch eine Kamera. Bitte rechts halten. Okay. Und dann abbiegen oder wie? Ja, geh hoch, glaube ich. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Okay. Es sieht nach Regen aus. Also 6.000, da bin ich auf 74.000 oder so. Ich war doch gerade schon auf 70.000, oder nicht? Ja, meine Leute müssen auch tanken und so weiter. Außerdem brauchte ich ja, muss ich für die Leute bezahlen. 1500 das Arbeitsamt und so. Also jetzt habe ich zwei gute Leute, 1,7 Leute. Und jetzt habe ich drei 1,7 Leute. Zwei sind jetzt immer auf Reserve. Und sobald ich dann Geld habe, kommen die in eigene LKW-Kontos stecken. Aber 70.000 und ja. Immer geradeaus. Okay. Also Iveco geht nicht. Warum nicht? Ich wollte eigentlich Iveco kaufen, aber ich brauche erstmal 5 LKWs, damit ich die Freischaltung bekomme, damit ich mir weniger LKW kaufen kann, oder wie? Also was haben wir? 18 Uhr haben wir, 16 Uhr haben wir, 18 Uhr haben wir. 18 Uhr haben wir gleich und dann beginnt schon wieder der nächste Tag. Also Maßnahme des Tages war zwar aber nicht mehr einzustellen. Da noch keine Autos, aber
Dann könnte ich schon mal mitfahren, reinrichten das Unternehmen und was ich habe ich. Ich muss ja mit Simulation anfangen, aber jetzt haben wir 2 neue Leute und dann sehen wir mal, was passiert. Ob sie die sich untereinander da einigen, ob die sich dann kloppen um den LKW oder ob das friedlich zur Sache geht. Vor allen Dingen, wenn einer schläft. Nimmt dann der andere den LKW weg oder wie läuft das? Auch eine interessante Frage. Wenn du jetzt 4 Leute hast und 2 haben LKW und die müssen ja irgendwann mal Schlafpause machen und dann was machen die anderen dann? Nehmen die sich dann den LKW oder? Aber in der Garage steht ja keiner. Die dürften sich ja nur den nehmen eigentlich, der in der Garage steht. Außer bei den Aufliegern. Ja, okay Leute, dann müssen wir halt ein paar Tage warten, ne? Das heißt, ich brauche 300.000 Euro eigentlich. 110.000 brauche ich für ja, es läuft, aber ich habe schon mal gute Leute rekrutiert und die LKWs kommen dann. Dass man vielleicht immer mal wieder einschaut, sind gute Leute da, dann stellt man die ein und dann ja, arbeiten die eigenen Leute dann besser oder weiß ich nicht so genau. LKW kann man vielleicht auch freigeben, oder? Das war praktisch der fährt mit dem LKW, der gerade dass man die feste Zuordnung auflöst. Ach, der hat auch ROS, aber so. Der hat noch teure Fracht. Noch teure Fracht. Also wird dunkel. Ich habe noch 100 Kilometer zu fahren. Wertvolle Fracht-SUVs. Hier ist wieder die Stelle mit den die Stelle mit den Blitzkeiten. Ja, 30 muss ich nicht fahren. Ich muss nur 50 fahren. Okay. Noch einer mit. Ich habe kein Licht. Ich muss nicht fahren. Ich muss nicht fahren.
Dazu muss ich vielleicht mal irgendwo anhalten und dann an der Ampel oder so, da bleibe ich dann stehen. Und die anderen haben auch noch kein Licht, kein Licht. Also alle fahren ohne Licht. Da haben wir ein Winterrad. Also Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. okay, machen wir. Und jetzt schreiben wir mal kurz an. Schalt mal kurz an. Machen mal kurz Licht an. Okay, und dann fahren wir weiter. Dann können wir ausmachen. Und okay. Also 64 Kilometer noch. Dann sind wir gleich da. Ja, gegen Sonne, Abendsonne oder was haben wir hier? Wir fahren in ein anderes Land, Österreich oder in die Slowakei. Ja, Bratislava fahren wir jetzt ja. Wir jetzt links rüber. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja. Machen wir. Da kommt Geld rein. 3400. Von wem? Von Johann. Das kann ich gut gebrauchen. Johann hat richtig Geld beigebracht. Sehr schön. Johann macht sich. Johann bringt Geld. Der wird sich geschockt sein, wenn er zu Hause die Leute sieht. Ja, bei 200-300 Kilometern, also ich fahre jetzt immer Touren unter 250 Kilometer. Da habe ich auch nicht so viele Fehler drin. Keine Unfälle. Fahre mehr Aufträge sauber aus. Immer geradeaus. Ich war gerade irritiert, ob das wieder so eine Straße ist, wo ich mich einfällen muss.
Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Die mit hinterher. Okay. Und jetzt sind wir da, ne? In Bratislava. Und wo kommen jetzt die SUVs hin? Die SUVs. Also ich bin hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Und jetzt Links halten und dann links abbiegen. hier links abbiegen. Ja, Biege nach links ab. genau. Und Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. hier schön rein, hier rein, ja. Also der bekommt die SUVs, ein Großhändler. Wir sind heile angekommen. Ja. Alle SUVs. Dann kommt der hin. Dann wollen wir da mal hinfahren. Okay. Haben wir. Und ausgezeichnet. Und Fähigkeitsrang 2. Und dann haben wir geübte Arbeiter. Verdienen wir also im Fortfahren 600 Euro. Das heißt, ich habe 78.000 Euro Profit und das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus und ja, 76.000. Wir haben jetzt wie viel Uhr? 21:19 Uhr. Müssen wir bald hier noch 71.019. Das heißt, was meinen die Fahrer? Fahrmanager? Die machen nichts, die ruhen sich aus. Er ruht sich auch aus. Simon F. hat gute Leistung gebracht. Johann F. auch. Da haben wir schon 200 Leute, die warten. Gut. Und nach Hoffertig gefragt. Die hatte da so 5. Die behalten wir, das ist eine fleißige, ne? Die behalten wir auf jeden Fall. Simona und die Tina,
haben wir 2 Frauen und überwiegend Frauenteam. Da haben wir den Marius und den Markus. 2 Männer. Okay. Müssen wir halt noch einen LKW kaufen, so weit sind wir aber noch nicht. Was haben wir hier bei der Bank? Bei der Bank können wir also 50.000 aufnehmen und 78 wären also 130.000. Ja, kann ich immer schon leisten. Kann ich mir schon leisten. Also 50.000 nehmen. Ja, machen wir. Jetzt haben wir also 128.000. Jetzt kann ich davon einen LKW kaufen. Jetzt bauen wir einen LKW-Händler. Ja. Besucht den LKW-Händler. Das darf. Den besucht den ausgewählten Engel. Muss nach Genf fahren. Ja, von mir aus fahre ich nach Genf. Und jetzt, nein, den möchte ich nicht. Ich möchte den zweiten haben, den hier. Den hat 118.000, okay. Und den möchte ich kaufen. Der soll da hingehen. Und den bekommt sie. Okay. Jetzt haben wir noch 10.000 über. Das reicht dann so gerade. Ja, damit haben wir heute also den dritten LKW gekauft. Ja, möchte ich. Und das heißt dann auch noch, was muss ich jetzt bei der Bank bezahlen? Kontostand 10.000 und da muss ich auch 10.122. Das heißt also, ich brauche unbedingt noch eine Tour, um ein bisschen Polster zu haben für meine Leute, damit die denken können und so weiter. Gut, das heißt also, nächste Tour, wo geht's hin? Was haben wir? Wo haben wir eine leichte Tour? Da haben wir wieder Budapest Bratislava. Chemie läuft immer. Können wir sogar 6.400. Wenn wir gebrauchen, nehmen wir. Okay. Die 6. Tour heute. Also, dicht machen. Nicht machen. Nicht machen. Zeit zu gehen. Okay, dann gehen wir mal. Wir haben hier eine Chemietour für 6.100 von Budapest nach Bratislava. Und ja, die Tour mache ich jetzt nur wegen dem Geld. Biege nach rechts ab. Wie es aussieht, da ist frei, ja. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, also
10.000 haben wir, jetzt fahren wir nochmal 6.000 dazu, damit wir die Zinsen bezahlen können. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, also wir haben jetzt den dritten Mann, die dritte Frau hat also jetzt Nimm die Ausfahrt rechts. einen LKW. Also wir haben jetzt 3 LKWs gekauft, zweite Woche, zweite Unternehmerwoche und ja, und der Mann hat also jetzt den dritten Mann, einen 1,7er Mann und davon verspricht sie sich, dass sie gleich gute Geld bringt. Okay, also 220 Kilometer nochmal nach Bratislava. Ja, also das Unternehmen gedeiht, es entwickelt sich, meine Leute arbeiten und wir haben jetzt zusammen das Team, Emma als Teamführerin hat jetzt halt den dritten Person eingestellt, den dritten Mitarbeiter, die zweite Frau. Jetzt haben wir 3 Frauen in dem Team und 2 Männer. Kennt er nicht. Das Zeichen. Immer geradeaus. Ja, also 3 Leute jetzt vom 3-Mann-Team zum 4-Mann-Team zum 5-Mann-Team. Bald sind wir vollzählig. Dann können wir vielleicht auch, kann ich mir vielleicht auch einen LKW leisten oder mal sehen. Ich verdiene sogar eigentlich ganz gut schon. Wenn meine Leute mehr arbeiten, also vom Budapest nach Bratislava. Das ist auch eine Strecke, die ich viel fahre.
Ich sollte langsamer fahren. Das ist die 6. Tour hier. Und die letzte auch für heute. Dann habe ich jetzt mal Ruhe. Dann können meine Leute tanken und ich kann die Zinsen bezahlen und die neuen Leute arbeiten dann auch schon mal. Mal sehen, die Tina, die bringt ja vielleicht auch heute schon das erste Geld ein mit dem neuen LKW. Also meine Leute bekommen also LKWs und ja, 126 Kilometer habe ich noch. Ich komme nicht voran hier. Ich sollte mal ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir 10 Uhr. 10:30 Uhr. Ja, sind aber für heute bezahlt. Oder die werden noch fertig jetzt bald. Ja. Jetzt haben wir wieder hier. Okay, danke. Die kennen das ja alle. Die fallen in Budapest oder wie? Okay. ...88 Kilometer noch. Okay. Und Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. okay. Wo ist das jetzt hier? Nimm die Ausfahrt Okay, rechts. machen wir. Machen wir. Sind wir doch zu schnell. Mit der AT-Fuhre. Okay. Also 64 Kilometer noch. Ja, also geschafft gleich. Die letzte Tour, das ist die 6. Tour heute. 5. und 6. Tour zusammen.
6. Tour war jetzt Budapest nach Bratislava. Und die 5. Tour war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, jetzt sind wir in Tschechien. Wir verlassen Ungarn und kommen jetzt nach Bratislava an. In die Slowakei, glaube ich, ne? In die Slowakei. Ja. Ich muss gleich wieder wechseln hier. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Ja, denkst du Immer nur. geradeaus. Das denkst du aber nur. Das geht nicht. Kreditzahlung, rückfällig. Ja. Da bin ich nur 2000 Euro im Konto. Nur 2000 Euro im Konto. Das heißt, was tust du heute? Haben wir eine Streckensperrung? Route neu berechnen. Ja, okay, mach das. Haben wir hier Regen, ja. 108 Kilometer wieder vorbei. Riesenumweg. Fahren wir nach Österreich zurück. Und dann nach Wien oder wie? Dann können wir vielleicht auch mal gleich mal tanken hier. Ist ja nicht mein Geld. Aber was wir haben, haben wir. Okay. Machen wir kurz Pause hier. Dann machen wir kurz Pause. Und dann fahren wir gleich weiter. Einkommen 1700 Tina FL. Der steht auf Platz 1500 Euro. Das wird gut genommen.
gehen. Und,
Und weiter geht es. Weiter geht es. Dann fangen wir hier mal rein. Wie sieht es aus hier? Gut. Gut. Gut sieht es aus. Müssen wir mal anhalten, Kopfhörer aufsetzen. So, ja. Jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht. Butterbrot gegessen und was getrunken. Jetzt können wir in neuer Kraft losfahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Mit der Zähne rechts. Na, links Nun geht die da. Ausfahrt rechts. Okay. Richtung links. Oder Bratislava, glaube ich, ne? Okay. Ja, so kleine Touren sind besser für mich zu bewältigen als diese langen Touren. Ich weiß nicht, wie ich lange Touren bewältigen soll oder kann. Also mit meiner Hauruck-Methode alles auf einmal weghauen, komme ich dann nicht weiter. Und mehrere Tage fahren, ja, könnte man machen vielleicht. Dass man vielleicht jeden Tag sich eine Strecke vornimmt, jeden Tag 500 Kilometer. Jeden Tag 500 Kilometer fahren, dann stoppt und dann vielleicht mit dem anderen Profil weiterfährt. Da geht es ja Rechts Bratislava. halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Geh schon, ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Gehen nehmen wir die Ausfahrt rechts, ja. Warum haben wir da so ein Schild? Tja. Also. Jetzt fahren wir nach Bratislava. Demnächst rechts abbiegen. Ach. Rechts abbiegen schon. Biege nach rechts ab. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir das. An 30 Kilometer noch. Dann haben wir es für heute geschafft. Dann machen wir Feierabend. Ja, also wie gesagt, so längere Touren vielleicht aufteilen 300 Kilometer pro Tag oder 500 Kilometer oder Zeit.
2 Stunden, 3 Stunden. Ja, kommt mir bekannt vor. Das ist doch jetzt hier von Österreich nach, da kommt wieder Geld rein, von Johann, 1200, sehr gut. Ja, also die 1,7 Leute, die leisten vielleicht auch unterschiedlich. Wie je nachdem, welche Disposition die schon haben. Wenn die schon zweimal wertvolle Fracht haben oder zweimal, dann bringt das natürlich immer was. Dann bringen die schon mal gleich Geld. Als wenn jetzt einer gar nichts hat oder einer hat zweimal. Ja, ich weiß noch nicht, wozu ist die Energiesparsamweise. Ach so, das war jetzt hier wieder. Okay, das ist wieder hier die TG-Einfahrt, die TG-Überfahrt. Okay, und jetzt können wir ein Stück weiterfahren. Fahren wir ein bisschen die Mitte rein. Und dann fahren wir hier weiter. Okay. Also ich fahre einfach in die Straßenmitte rein, halte dort und schaue dann, wie es weitergeht. Demnächst links abbiegen. Okay, da geht's wieder rein. Zu dem geht es wieder hin. Den kenne ich ja schon. Alter Bekannter. Biege nach links ab. Alter Bekannter. Es ist vorbei. Ja, Gott sei Dank. Okay, dann machen wir den auch noch. 15 Punkte. Bestätigen. Und dann fahren wir sie da hinten hin. Okay. Stopp. Hammer. Okay, absetteln. Und das heißt also, wir haben 6.495 gearbeitet, 6.500 Euro verdient. Das heißt, wir sind wieder bei 11.600. Ja, das sieht gut aus. Damit können wir also eine Kreditrate hier tilgen, wenn da was kommt. Okay. Und was machen meine Leute? Meine Leute arbeiten alle fleißig. Tina hat sogar die nächste Fahrt. Was hat der jemand? Tina hat also 1.724 Euro verdient. Von Genf nach Zürich. Mit Feuerwerkskörpern. Machte die erste Fernfahrt. Und der Markus, der Markus muss noch warten. Tut mir leid, Markus, aber du kommst ja noch dran. Keine Bange. Aber du warst der Letzte, du kriegst als Letzte den LKW, wenn überhaupt. Was ist das, Just in Time? Ja, für Just in Time brauchst du sowieso keinen. Tina bringt sofort Geld mit damit. Und wenn die Fernfahrt macht, kriegst du sogar noch mehr Geld. Problem eventuell, dass sie da keine Rückfahrt bekommt. Und der Markus, ja.
weiß ich nicht. Der Johann verdient die Kraft, ja, verdient gut Geld. Der Bechi fährt jetzt. Und die Simona F. Ja, Simona F. entwickelt sich auch. Muss eine vollwertige Fracht machen. Okay, läuft gut hier bei den Mädels. Also 2 Mädels haben wir und 2 Jungs. Ja, gut. Was gibt es denn hier noch zu tun? Da brauche ich noch weitere Touren hier, hochwertige Fracht, da brauche ich noch 3 Touren. 2 Stück habe ich. Brauche ich noch 2 wahrscheinlich. Oder 3. Ja, Kreismanager. Sieht auch gut aus. 40% Produktivität. Und durchschnittliche Profit 23.000. Ja, wenn er sagt, okay. Und das siehst du dann, sagen wir mal hier bei den Fahrmanagern. Das heißt, ich verdiene dann hier 3.000, 2.000, 4.000 Euro. Also 4.000, 5.000 Euro bald. Gut. Und bei der Bank habe ich jetzt noch 10.000 Reserve. Ungenutzte Kredite haben 10.000. Also 489.000. Ich komme hier nicht so richtig weiter, aber ist egal. Meine Leute entwickeln sich und das geht relativ schnell. Ja, okay Leute, das war's dann von hier für heute und tschüss.